I don't want to do that. I definitely don't want to do it with Shaylin. We've established this, but I don't want to do it with friends. Um. Okay. That's fair. That's only you Does can this make feel that. gendered to you at all? Do you think you'd be saying the same thing? I know you're talking about Trihex in the Hm. same way. Ich sehe gerade, Do you dass think it's my die job Nettie more Akali mich because I'm a killt hat. man to look out for her feelings? Alter, was macht denn I think Lilia that für people einen have a lot of scheiß reasons Damage? for What saying the and doing fuck? the things that they say and do, and sometimes people feel like they need to isolate. Absolute Frechheit. Zum Glück habe ich die And paar Mal when you can gefokust. identify that somebody is in that state of mind, it's up to you to figure out how you want to proceed. You know what my problem is What? with everything you just said? Yeah, go for it. Women lying to protect themselves sexually is the thing I'm complaining about. Okay. So I'm telling a story about something that women. She's like, "Oh, you made a video essay about this topic," and I'm like, "Yeah, the video essay was called How to Say No to Sex," and I'm saying, just say no. You got to be honest about that you don't want to have sex. Say no. Don't argue. Don't make excuses. Don't lie. Don't change the subject. Just say you don't want to have sex. Yeah. And she was like, "I really like this video. I really want to talk about it." So the context is we're talking about how much this horrible thing has affected me. Like, yes, it affects women, and the risks are greater for them. I agree with everything you're saying, but my video is really about how it affects me. How it's affected me to not be able to say no to sex and be put in like weird situations that I should not have been put in or allowed myself to be put in, and then B, how it feels to be trying to negotiate Ich habe something heute with so Kopfweh gekriegt, gell? something so loaded with somebody who is lying to you. Okay. So um 1 herum hat Nino angerufen, oder ich? Ne, von Nino hat angerufen. Ich bin ans Telefon gegangen. Ich hatte so Kopfweh auf einmal, ne? Ich weiß nicht, ob bei dem im Hintergrund ein Geräusch war, das mich absolut fertig gemacht hat, aber ich musste mich so anstrengen, ne? Nicht arbeiten oder was? Ha? Warst du nicht arbeiten oder was? Doch, das sag ich doch gerade. Ich habe im Geschäft Kopfweh gekriegt. Au, ah! Ja, genau so. Okay. Ja, liegt an dem krassen Wetterumschwung. Ja, Ich habe keinen Wetterumschwung. Wie honest, ich habe immer noch so ein bisschen. Und das manchmal liegt bei mir. Was dagegen hilft, Jonas? Nee, Philippa. Gehst einfach früh ins Bett, legst dich mit geschlossenen Augen hin, trinkst schon eine Tasse Tee. Okay, ciao. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt Kacke memest, ne, ich gehe direkt offline. Hä? Das ist ja wohl die Wahrheit. Ja, deshalb bin ich auch nicht offline gegangen, Philipp, ne? Du musst schon der Konversation folgen. Bin noch nicht so. So I think, given the Ready. context, for her to start doing it in the conversation, I'm like, the whole point of my video is I don't think men should mind read women to a certain extent. I don't think it should be assumed or relied on that men are going to mind read women and say no for them. Women have to say no on their own. And then Stardust wants to say no to the conversation and then can't. And she won't say it. So I think that's why I was like, well, just like, are you really? You're not upset? Like fine. And like with sex, I wouldn't do that. I wouldn't have sex with somebody who is like, oh yeah, I want to have sex. It's fine. Go ahead. Like I agree with you there. But in terms for a conversation, between two professionals and friends about the topic of how women need to say no, or people need to say no and set their own boundaries, I think I just couldn't do it. Sure. Which is fair. Or didn't. And I think you have like every right at some point to say like, okay, well, this is fucking annoying to me. I don't want to like be involved in this. Okay, but you're also saying it's not appropriate.
or that I just shouldn't have. I know you're saying it's a conditional, like, well, if you're okay with things falling apart, then you shouldn't do that. But I feel like there's a middle ground where, like, I really care about Stardust and I really valued our friendship, but I Well, also but not really more than this argument. right. It's not the argument. It's that I can see I need to hold my boundaries in order to not be embroiled in a friendship that doesn't work for me. Like if I set Well, this a has nothing to precedent do with now, like holding boundary. This had to do with this particular heated exchange. no, it's gonna just keep happening. Well, yeah, but like there's a million ways to end a friendship over something like this that doesn't involve like an ultra heated exchange, right? You could slowly ghost her and not respond to her as much, and then that's like a non-confrontational way to do it. You could Well, just that's what she message her did. and say like, "Hey, like this is just like something that this is like I just don't feel as comfortable with this." Right? There's a lot of ways you could think of ways, I'm sure, to end a relationship that aren't as dramatic as on a live Well, I stream. didn't. But it's not that I wanted to specifically end the relationship. It was like I want to be in the relationship, but I want to be in it in a certain way. And the way I need to be in it is, if you don't want to talk about something, you have to tell me. You can't ask me to do a stream with you, and then Howdy, signal folks. to Hope me. you're all doing okay out there. We gotta talk about dishwashers again. I started writing a really long-winded script, which got to a half-hour long, yet barely covered half of what I wanted to. So here's draft 2, and we're just gonna launch straight away with I've led you astray, and I'm very sorry about that. If you haven't seen the original video, links are in all the places, and I think you might want to check it out. But here's a quick overview. Over the winter, I made a video about how dishwashers worked and explained how they just fill up with a bit of water, pump that around for a while, drain it, and repeat that a few times. The detergent dispenser is there so that the dishwasher can hold the detergent back until its wash program calls for it. It deliberately prevents the detergent from being introduced into the wash water until it is already filled with water once, pumped that around to get the real big nasty chunks off your plates and whatever, and drained. It then refills itself with clean water. If it didn't have some way to hold that detergent back until that second fill, it would all be gone after 10 or 15 minutes. But you see, detergent is helpful for cleaning dishes, particularly because it's an emulsifier and can get rid of grease and oils. So most dishwashers are designed to also have a nominal amount of pre-wash detergent available in that first rinse to help get those oils, etc. out quickly. And this is why many dishwashers have not one but two places you are supposed to put detergent. Because of that, these pre-dosed detergent packs, which bypass the pre-wash step, annoy me, and it's my pet theory that they've led to Ach, Johannes, ich bin einfach so lustlos. comments Das and ist feedback der I received after Wahnsinn. publishing that video, but we'll get to that in a bit. Whew, all right. With Was musst that du denn out of the machen? way, let's Ja, continue. nix ist ja das Problem. Ich sitze hier einfach, mach nix. Ja, ist bestimmt schon wieder irgendein anderes Shit-Game. Was? Ja, Nach Shit was abgehackt. Game. Hä? Nee. Doch. Du triggerst mich in letzter Zeit, ne? Es ist unglaublich. Fuck Russia. Was triggert dich? Komm, sprich mit mir. Du! Was? Du triggerst mich! Aber wie? Gar nichts. Ich tue dir nicht mal weh. Ja, man kann auch von anderen Dingen triggert sein, ne? Nee. Bin ich eigentlich netter, ehrlicher, sympathischer? This This one video is- is kind of all over the place, Of so course. there are chapter markers if you want to just... And also, I'm not going to lie, this is essentially one giant response to comments. Although there are a lot of genuinely great things we've collectively discovered that I think you all should know about, there are also a lot of things that I need to address. Now, I'm going to try my best to not get too snarky because I recognize that this is annoying to many of you, and frankly, I'm starting to see the light there. Another thing I want to apologize for. However, on a more positive note, I want to express how lovely it has been to receive all of the She comments. welcomed me into her home so I could film in the city. I filmed the targeting of the electrical grid. I filmed a lot of stuff there. But the main reason I was there was because of her. I wanted to interview her about an experience she had. And I was gonna interview her no matter what, because she was an amazing person who participated in Euromaidan, has put her life on the line So hast du jetzt multiple meine times Worte to try überlegt. to help other people.
Die ersten nette Worte But heute. during the process of me setting up the trip to her Denk nicht, dass du location, nette Worte her gesagt father, hast, who was a ne? gardener, Ich war schon nett. loved cats that he Du would warst feed schon out on the nett. porch, was on the porch one Ich day habe dir arguing, sinnvolle Ratschläge and gegen deine Kopfschmerzen gegeben. Das ist wahr. he was feeding a cat that regularly came up and, visited him. It was a street cat, which there are many of in Ukraine. And while sitting on the porch, his wife comes out, her mother comes out and tries to come inside, air sirens, air sirens. He's like, the whole, hardened, like, I'm a man, this is my home, I'll do what I want. Wife goes back in the home, and a Russian artillery shell tears through the Ich will dich mal erleben, was du für Kopfschmerzen hättest, wenn du tägliches Grams He was hättest. killed Jonas. instantly. Ich sag dir das bereitet Kopf. Philipp, ich hatte das für über ein Jahr, ne? Muss ich mir wirklich von jemandem anhören, der kaum 2 Wochen arbeitet, wie die Arbeitswelt funktioniert? Muss ich mir das erklären lassen? Das ist meine Frage. 8 Monate, ja? 8 Monate, Johannes. Hast du dir jetzt meine nette Worte überlegt und bist zu einer Entscheidung gekommen, ne? Außerdem, ihr hattet bestimmt keinen so einen Pimmelchef, der jeden Tag reinkommt und gefragt hat, wie lange es noch dauert. Nee, das ist nicht in jedem Scrum, bei jedem Mal so, ne? Mit jeder Firma. Musst du immer eins zu mir sein, ich hab dir nichts getan. Philipp, du suchst. Ich glaube langsam, du machst es mit Absicht, ne? Ich bin ehrlich, ne? Ich kann mir das keine andere Erklärung vorstellen. Spill off of the porch that was elevated. Weißt du, was mich geschockt hat heute? Was? Zu dem einen, mit dem ich nie rede, ich musste zu dem heute zustimmen, das hat mir ziemlich seelisch wehgetan. Das ist immer hart, ja. Vor allem, weißt du, er hätte seine Meinung aber auch selber vortragen können, ne? Aber dann so im letzten Satz, nachdem er so 10 Minuten rumgeeiert hat, der Philipp sieht das bestimmt genauso. Und ich gucke ihn so an, so, was, warum ziehst du mich da jetzt mit rein? Und das Schlimme ist, er hat ja recht leider, da muss ich zustimmen. Richtiger Assi, oder? So, als ob ich ihm zugehört habe, ich wusste nicht mal genau, was er gesagt hat. Seelische Schmerzen. Und den erhole ich mich wieder. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr macht Scrum täglich? Ja, Täglich haben wir es nicht gemacht. täglich. Ja, das ist täglich. Danach gibt es meistens noch so ein. Arbeitet ihr auch mal was oder redet ihr der halbe Tag nur? Also in letzter Zeit, ne? Da hast du mehr reden, ne? Ja, echt ein wenig tragisch, ne? Wir Das haben Problem das, ist, glaube einmal in der Woche gemacht, ne? Weiter. Problem ist halt echt. Bei uns macht gefühlt gerade jeder ein Projekt alleine, aber irgendwie werden alle anderen noch alle gebraucht in dem Projekt. Aber halt nur kurz. Ja. Alle auf den Piss, weil alle denken, ihr Projekt ist das Wichtigste. Da musst vernünftig Leute geschwind helfen. Das ist immer schwierig für Menschen, das ist richtig. Also ich habe mich bisher quergestellt, ich habe auf keinen reagiert, aber mich braucht doch niemand, deswegen ist es nicht so schlimm. Philipp, dann ist dein kleiner Zwergeaufstand, Proteste durch komplett wirkungslos, ne? Aber ich glaub's gar nicht. Meistens stimmt es gar nicht. Sagen wir mal so. Nee, aber es ist echt witzig, wie die sich gerade immer an die Gurgel gehen. Waren wir doch abgemacht, dass wir das morgen machen? Ja, aber ich muss meinen Scheiß doch auch machen. Und du hast meins auch noch nicht vorbereitet. Nee, Ist jetzt so immer machen die wir das nicht. drinne. Also, wenn ich das Bild dann dahin verschieben soll, wo es hingehört, dann sagt er mir Bescheid, ne? Dann ist das immer so, ja, kriegen wir es auch anders hin? Ja, ich guck's mir an. Okay. Das ist ja voll langweilig bei euch. Bei uns ist richtig Emotion dahinter. Pam! Dann kommt der Scrum Master und dann regelt er das noch. Philipp, sagst du mir nochmal, was eure führende Partei bei euch da drüben ist? Was für uns auf der Arbeit oder was? Ne, da drüben im Osten, ne?
Ich weiß nicht, was unsere dann macht. Das ist schwarz, glaube ich. Oder? So macht es keinen Spaß. Ladakh. He was completely obliterated. It was a CDU, very ja? brutal image. The shakes the whole home, and the wife comes out so shaken AfD that she starts grabbing 36. his. Du willst mir erzählen, es gibt, CDU hat bei euch mehr als 36%? Ich habe gerade nur hier, ich habe Landtag gegoogelt und dann Sitzverteilung. Ich weiß nicht, das ist doch ungefähr die Prozent, die das widerspiegelt, oder? Ja, aber 36% ist extrem hoch für Deutschland. Ich habe CDU 45, Grüne 12, SPD 10. Alter, ihr seid doomed, ne? Alter, das ist halt, ihr seid doomed. Wie viel sind das? 70? Wie viel? 45 und 35, habe ich das richtig verstanden? Ja, aber das ist halt Regierungsplätze. Also CDU 45, AfD 36, ja. Ach so, das sind nicht Prozent. Ich weiß nicht, die Prozent habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Nee, das passt nicht immer. Mit Prozent. Even though he was already dead. Ja, du hast mich schon schwach And I gemacht, interviewed ey. her about the death of her father. Interviewed her about the death of her father. It was a very brutal image. The shakes the whole home, and the wife comes out so shaken that she starts grabbing his ankle, trying to wake him up, even though he was already dead. And I interviewed her about the death of her father. Jeez. Er macht das echt nicht schlecht, gell? Kennst du Dylan Burns? Der Name ist, sagt mir irgendwas, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Das ist Der ist in Kollege. der ist in der Ukraine und interviewt Ukrainer. Ah, kann ich nicht. Dylan Burns. Ich finde es echt interessant, muss ich sagen. What you're about to watch is a small snippet of a 1 hour and 40-minute interview I did with a local Ukrainian who invited me into the city so I could talk to soldiers who are taking part in the ongoing Kharkiv counteroffensive, interview aid workers, her friends, and those most directly affected by the war in the area who were willing to talk to me in advance. I really enjoyed my time filming in the area. I think I got a lot of good footage. And there we go. Okay, we need to bring us back on stream. Okay, let me see this. Let me see what this is. All right. Whoa. Okay. This is what we're talking about. This We're going right into it. This is what we're talking about. Okay. We're talking about this. Okay, so
All right, I'll let me introduce it. All right, so Mr. Girl puts out a poll thing real no. quick, right? And that says like, at what age did you guys get hit on? And then this girl Courtney says 10 years old. So Destiny thinks it's funny to say you were hot at 10. Any pics? And then she says check DMs. And then he says, Jesus, I've never wanted to bend someone over the hood of their little tyke so bad. Okay. Now, this is really, really fucking. This is not a good look for Destiny. But, and you can say, and here's my thing, okay? Here's the By the little way, people in nuance chat are between- telling me he did more today. Okay. Well, I'm going to just comment on this, okay? I just want to say, it's one thing to say you shouldn't make a joke about topics like this. And I can appreciate that criticism. If someone says, listen, this topic, why are you making jokes about this? That's fine. But I feel like there's a subset of people who are treating it as though it's like serious, as though it's not obviously a joke. And that's kind of like what I wanted to talk about. It's like sometimes I feel like it's obvious when people are making a joke, and you can just comment on like if it's bad taste, then it's bad taste, you know? I don't know. Well, we're gonna actually have something listed today for somebody who I think is very serious when they say stuff like this. Actually, we could look into later. Sure, yeah. Yeah, because like dude, I don't know how to like. There's like no way to win when you talk about this, right? Because I agree with you that like obviously he's not serious, but Jesus Christ, man. You know what I mean? Like from Yeah, the and that's guy fine, you from can the guy criticize that, who he's the public and private guy, man. He's the public and private guy, and he posts this on Twitter, man. He's the public Yeah, and it's not a private good guy. look. Like I don't think he is being serious here. Obviously, I don't think like the FBI needs to raid his house. But I don't know, man. It's not my brand of humor, okay? It's not my brand of humor. It just Fair enough, jolted me. and It that's shot. fine. When I saw it, like I did like an actual like physical double take. I had to like get like squeegees and wipe my eyes and like Like duh, this. and like my eyes bulged out like a cartoon. Yeah, exactly, like window wipers on the eyes. like those old cars that had remember the old cars that not old, but like in the 2000s the cars used to have the thing on their You know you're lights. old, Heem. Accept it. Yes, but I know exactly what you're talking about. Yes, exactly like that. That's what I needed. I didn't know what to do, man. I don't know what to say about this, man. Like this is kind of like yada yada yada. But man, you know, when a man needs a job, a man needs a job. You know, I remember He saying does that. make it hard. He does. And I then was when I saying- see stuff I was like saying this, to it's like, damn, man, Destiny might have been telling the truth when he said that a year ago. Like, unironically, man. Oh my god. I was saying to my chat, I'm like, yo, DJ. Back in my edgy anti-SGW gamer bro days, so in case you've been living under something called the meritocracy, meaning that in modern society, everyone is rewarded according to their merits and not superficial characteristics such as gender or skin color. For example, I studied for my end of high school exam. Okay. August 2022, the Ukrainians launched their much-awaited counter-offensive in the Kherson region, aiming to reclaim its regional center, Kherson City. Russian propagandists and military bloggers initially tried to downplay the events, writing about thousands of Ukrainian soldiers killed, 400% Ich habe gerade of immer all das grausame Bedürfnis, sich anzugreifen. Ne? Warum denn? Ich weiß es nicht. Was habe ich dir getan? Ich weiß es nicht. Ich entschuldige mich, damit du mich nicht anschreist. Schon mal im Voraus. Nee. Bitte schrei mich nicht an. Kannst du dir erklären, was hast du in letzter Zeit gemacht? Ne? Ich war eigentlich nur freundlich zu dir durchweg. Nothing's wrong with it. We're a free. Ja, was ist eigentlich los mit dem Bug? Alle scheinen ziemlich mad zu sein, ne? Über welchen Bug denn jetzt schon wieder? Malmo-Bug. Ukrainian HIMARS launchers destroyed, and so on. But then, Ukrainians broke through the first line of defense and started liberating settlements. special interaction? Of Ukrainian soldiers killed, 400% of all Ukrainian HIMARS launchers destroyed, and so on. But then, Ukrainians
counter-offensive in the Kherson region, aiming to retake it along with its regional center, Kherson City. Russian propagandists and military bloggers initially tried to downplay the events, writing about thousands of Ukrainian soldiers killed, 400% of all Ukrainian HIMARS launchers destroyed, and so on. But then, Ukrainians broke through the first line of defense and started liberating settlements. It's been about 2 weeks since they started, and their momentum does not seem to have slowed down. In fact, Ukrainians began another surprise offensive in the Kharkiv region, where they absolutely decimated the unprepared and under-equipped Russians. Why is this extremely important? Because we have reason to believe that this operation is the beginning of the end for Russia, and not just their military, but potentially the modern Russian state. So on the occasion of the 200th day of Russia's 3-day special military operation, Heute habe ich let's review the Okay, current Philipp, situation ne? and its also Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ja, mein Sohn. Okay, Philipp, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ja, mein Sohn. Warum musst du so antworten? Warum? Wie soll ich dann antworten? Okay. Heute habe ich einen Artikel gelesen, ne? Dass, wie nennt man das? Dass die Reiche in Russland sich einen Führungswechsel wünschen und dass Putins Regime eigentlich schon am Ende ist, aber sie wissen noch nicht ganz genau, wie das vonstatten gehen wird. Willst du sowas ernst nehmen? Kann ich eher nicht. Ey, ich habe das gelesen und hab mir gedacht, hä? Are you sure? Ich glaube halt diese Fake-Reichen wahrscheinlich, die schon, ja. Aber ich glaube, die richtig dicken Fische nicht. Sonst wäre er schon weg. Also, ich habe mir da, also, weißt du, wenn das einer nicht ankündigt und macht, dann ist das ja die eine Sache. Aber das kündigt doch keiner an in einem Land wie Russland. Never. Ich glaube halt schon, dass viele von diesen Fake-Reichen, die jetzt irgendwo im Ausland wohnen. Ach so, meinst du? Nee, es geht um Reiche in Russland. Ja, aber sind die aktuell in Russland? Das ist ja Das meine weiß Aussage. ich natürlich nicht. Wenn es jetzt irgend so ein, sag ich mal, so in der Reichweite Dubai. so 10 bis maximal 10 Mille oder so, der irgendwo außerhalb wohnt und irgendwie vielleicht Familie da noch hat oder angewiesen ist. Ja, die sollte doch die Fresse halten, oder? Den kann ich mir schon vorstellen. Ja, und was, wenn denn ihre Familie noch in Russland wohnt zum Beispiel? Ja gut, und die halt ohne Familie in Russland. Was weiß ich. Hannes. Das ist der Grund, warum ich gerade nicht gut auf dich zu sprechen bin, ne? Was? Warum denn das schon wieder? Ich hab dir gar nichts getan. Weil du immer aggressiv wirst, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, ne? some implications, including the eventual reduction of energy bills in Europe. With that being said, allow me to quickly pay mine, as power costs are hitting historic highs, and as a result, we've seen a flurry of government action to try and handle the crisis. Now, normally, people's income from passive investments could help ease the pain of the cost of living crisis, but unfortunately, Goldman Sachs reports that a typical stock-heavy portfolio is expected to flatline at best this year. And so what do you do when inflation is making your savings a bad place to keep money as well? Well, you could put it into investments outside of the stock market. No, not a safe or a pillow. I'm talking safe haven assets like fine art. And that's where today's sponsor, Masterworks, comes in. It basically works like this. The company Masterworks buys up an expensive art piece, then breaks it up to smaller, affordable shares, which you can then invest in on their platform. This is actual fine art from guys like Picasso and Banksy, not an NFT, don't worry. According to Deloitte, 85% of wealth managers believe there's an argument for art as part of a wealth offering. Even Morgan Stanley specifically recommended fine art, saying investment-grade art has a low correlation to other major asset classes and often experiences lower price volatility. Also, Keine Ahnung, sprechen sich ja ständig eigentlich welche für und gegen ihn aus. Also mehr gegen ihn als für. Das sind halt hauptsächlich Russen, die nicht in Russland sind, das stimmt schon.
Für mich ist halt allein, dass du was sagst, ist Zeichen dafür, dass du niemals was tun wirst. Niemals. Ja, gut, aber ist es nicht schon viel, wenn die zumindest mal was sagen, obwohl sie eigentlich politisch dafür nicht in Verantwortung gezogen werden? Aber gerade dann sind sie doch direkt unter Kontrolle vom FSB. Was ist das FSB? Philipp, ich möchte mit dir reden. Ne? Es ist einfach so. Diese aggressive, schnippische Kommentare, wenn du nicht weiter weißt, es ist unerträglich. FSB? Der FSB, Geheimdienst von Russland. Ja, genau deswegen ist es ja nicht einfach nur, die schreiben was, sondern das ist ja dann schon ein bisschen Statement. Ja, aber dann können sie ja eher nix. Sie können ja keine Taten folgen lassen, weil der FSB sie ja aufhalten würde, oder nicht? Ja, aber es zeigt halt einfach ein bisschen Courage und vielleicht Solidarität. Ich meine, kommt drauf an, was sie schreiben und wie sie es formulieren, aber ich meine, was findest du denn besser, wenn jetzt ein Weltstar, ein russischer Weltstar sagt, dass er das scheiße findet oder gar nichts dazu sagt oder sich pro dafür äußert? Gar nichts sagt und eine Revolution anzettelt. Aber hat ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Land zu tun. Weißt du, die meisten Stars. In Russland gibt es Ihre Heimat. ja, aber Stars, die wir kennen, die russisch sind, die haben ja in Russland wenig Bedeutung meistens. Die haben halt von so, das war ein Banker. Das ist kein Star. Das war so ein Banker aus Russland. Die anderen zwei kriege ich nicht mit zusammen. Ja, gut, für den Mann ist ja auch, weißt du, zum Beispiel, wenn es halt so jemand ist, ein Banker, der jetzt in Amerika hockt, Geld hat, vielleicht macht er das auch nur als Promo-Aktion, weißt du, für sich selber. Für die Russen spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle, weil der in Russland keine Relevanz trägt. Ja, auch muss man halt genau anschauen. Also sagst, das könnte einen positiven Effekt haben. Naja, viele Leute lassen sich hier über Social Media beeinflussen. Ich meine, ein bisschen Einfluss wird schon haben, aber wie gesagt, kommt halt drauf an, wer das sagt. Ich kenne nur, weil ich das mal, weil der eine auf der Arbeit, der verfolgt auch so ein bisschen Schach und ich verfolge auch so ein bisschen Schach. Da gab es ja auch, haben sich ja zwei sehr bekannte Schachspieler hinter Putin gestellt und ich glaube drei gegen ihn. Wohl, die gegen ihn waren, die waren sehr vorsichtig, obwohl davon halt auch noch, glaube ich, ein, zwei in Russland gewohnt haben. Einfluss auf Putin wird da keiner haben. Aber wie gesagt, keine Ahnung, also es tut ja niemandem weh, wenn sie was dagegen sagen, erstmal. Hm. Was halt auch nicht vergessen darfst, du brauchst, wenn der Krieg vorbei ist, brauchst du ja vernünftige Russen, die ein gutes Social Status haben, um dann im Land sozusagen wieder hier. Land wieder aufbauen und ein bisschen vernünftiger machen. Ja, ich meine, das ist ja alles shady as fuck, aber aufbauen ist das falsche Wort, die halt also sozialtechnisch gut dastehen, dass du sagen kannst,
verhandle ich jetzt mit denen und dann akzeptiert es die Welt. Weil, weißt du, wenn der Krieg jetzt zu Ende wäre, also wenn morgen sagt Putin, wir geben auf, dann würde sich die NATO mit Putin treffen und mit ihm verhandeln. Das würde ja sozial riesige Kritik ausüben. Nochmal. Was? Nicht kapiert. Hm? Ich hab's nicht kapiert. Ja. Sagen wir morgen, sagt Putin, jo, war scheiße von mir, Tschüss. können wir uns an den Tisch setzen. Da sagt der ja, nee. Wenn der sagt, ey, war scheiße von mir, ich tritt zurück und dafür kommt Gorbatschow. Ja. der zufällig dort auch irgendwo in der Regierung oder mal war oder so, der sagt, okay, ich setze mich an den Verhandlungstisch. Das ist halt sozial viel besser. Der Banker ist halt ein schlechtes Beispiel, da muss halt dann irgend so ein Politiker von dort sein. Bei Einstein könnte ja Russland bleibt Russland, auch nach dem Krieg. Da werden wir nicht viel dran ändern können. Das Land wird es weiterhin geben. Ja, hoffentlich. Ukraine beschließt, ein bisschen weiterzugehen. Trendumkehr beim Preiswahnsinn, Zulassungszahlen, Model Y Sieg beim Euro NCAP, Kaufland und Lidl kassieren. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, ne? Mhm. Da ist so ein E-Auto-Boy, hat gemeint, ja, also mit der jetzigen wirtschaftlichen Lage wird es so viele Stornierungen geben, dass die Preise von E-Autos fallen werden. Ja, gut. Okay, Philipp, ich sehe schon. Du hast schon eine Meinung. Mit Autos kenne ich mich überhaupt nicht aus. Darum geht es ja. Und jetzt geht ja um die Wirtschaft und ob es so schlimm ist, dass E-Autos quasi storniert wären. Ja, E-Autos sind halt ein Luxusgut. Leute, die sich das kaufen, können sich das halt auch meistens leisten, auch wenn ein bisschen eine Krise herrscht. Meine Einschätzung. Ich würde gerne an Gurgel gehen, aber ich befürchte schon. Ja, was ist denn das günstigste Elektroauto? Verborn. 38.000. Kann sich halt kein Schwanz leisten und gebraucht. Außer du zählst sowas wie Zoe, so ganz klein für Perle oder so. Zählt sowas? Oder Familienauto? Ja, ich sag mal allein, dass du kannst ja aktuell effizient Gebrauchtautos elektrotechnisch gar nicht kaufen, denke ich. Nicht in Deutschland. Sind so Deswegen teuer. Neue. denke ich nicht, dass es einen Unterschied macht. Du bereust jetzt deinen Kauf oder was? Nee. Hast jetzt einen Liefertermin, oder hast du den auch schon? Ich habe heute eine E-Mail gekriegt, dass ich per Einschreibe die Daten krieg vom Auto. Muss ich irgendwo hingehe, unterschreibe, dass ich die Daten krieg, ne? Finde ich so. Alles kompliziert, Johannes, alles kompliziert. Alter, also bitte, in welchem. Das ist so dumm. Könntest du mir einfach den Brief in den Briefkasten werfen, oder? Ah, fuck. Ja, du musst wahrscheinlich nach Stuttgart, oder? Und das Auto abholen wahrscheinlich. Danach dann, ja. Johannes. Dann hast du endlich deinen kleinen Tesla.
Das Drumherum hast du schon alles gekauft, oder was? Meinst So du eine eine Ladestation und so ein Ja. Kack. Ladestation habe ich. Brauchst du nur die Ladestation oder so? Ja. Und natürlich die Geldbeutel, die Jacke, die Basecap. Ja. Schlüsselanhänger, ganz wichtig. Bagliato. With Prosecco in it. Ihr macht sich halt lustig über mich. Ja, ist okay. drink of choice? A Negroni. I was going to Mich eher über mich selber lustig With gemacht. Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. Habt ihr auf der Arbeit eine Ladestation? Ja, aber die brauche ich nicht. Wieso könnt ihr kostenlos dann tanken? Nee. Emotionally, physically, and spiritually exhausting to be going through this. It's really draining. It's emotionally. Oder müsst ihr da zahlen, wo eure auf der Arbeit? Ich denke nicht, oder? Exhausting. Was? Kannst du auf der Arbeit dann bestimmt kostenlos tanken? Nein. Aber versteht man die Hälfte nicht von dem, was ich sag? Wahrscheinlich, ja. Hallo? Also bei uns dürfen die kostenlos tanken. Hallo? Geht doch. Hallo. Ich höre alles. Nee, bei uns nicht. Nee. Das gab's, aber die Ladesäule haben sie alle wieder abgerissen und das sind jetzt privat-öffentliche Tankstellen. Okay. Aber das auch nur 3 oder 4. Weißt du, was das bedeutet, Philipp? Soll ich das erklären? Ja, dass wenn du das möchtest. Wenn du heute das Gefühl hast, dass du mir was erklären möchtest. Ich finde es total lächerlich, deshalb. Also, Stadtwerke Schwäbisch Hall, ne? Das sind öffentliche Tankstellen, an denen du aber nur tanken kannst, wenn du eine Tankkarte von Stadt Schwäbisch Hall hast. Deshalb sind es privat-öffentliche Tankstellen. Insane, oder? Oder hat so eine Tankkarte? Ja, glaube ich. Ja. Kann ja fragen, ob sie die mal ausleihen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die hat ja ein Elektroauto gar nicht mehr. Letztens hat er, da wo ich dich aber abgesetzt habe, da hat er es noch gehabt. Ja, aber die kriegt irgendwie alle. Die kriegen immer voll viel neue. Ich weiß auch nicht, wie das bei denen ist. Bei denen wechselt das Gefühl immer alle halbes Jahr oder so. Thanks. I choose my own destiny. No thanks. I choose my own destiny. Emotionally. And during times of crisis, Ist jetzt die Gaspreise wieder normalisiert oder was? contemporary art's appreciation spiked from 13.8% for the last 25 Not- years to a whopping 25%. No wonder that during our current crisis, Masterworks is seeing increased demand from investors looking to get contemporary art into their portfolios, as Masterworks. Nein, hat einer gerade die Gaspreise gepostet und die sind anscheinend At the end wieder of August, Ukrainians wie vor launched dem their Krieg. long-awaited Kherson counteroffensive. This wasn't your regular offensive though, with large concentrated forces and sweeping maneuvers. That is a surprise tool that would help Ukraine later. It was preceded by what
what Philip O'Brien calls the Battle of the Bridges, where the Mein Ukrainian Problem and ist, HIMARS systematically die destroyed the Gaspreise Ivanivsky Road nachzugucken Bridge and the sind Nova ultra Kakhovka AIDS. Road and Rail Bridge. This forced the Russians to use ferries across the river, but there's a problem. Ja, Throughout der the hat summer, gepostet, wie Ukrainians die have gerade an der been loud and Börse clear halt about the gehandelt werden. counteroffensive starting any day now. Russians therefore pulled a massive force to the right bank of the Dnipro River. Why were Ja, aber Ukrainians der so Fall vocal ist sich about das their seit intentions? Looks like they shot themselves in the foot Monaten giving und the keiner hat's game away, interessiert. right? Not quite. See, the bridges were still up when Russia pulled their large force to the right bank, and Das large ist richtig, forces ja. need large amounts of supplies. Ferries alone cannot handle such volume, but by the time Russians were in place, the bridges were disabled, forcing Russians to use ferries, causing an almost immediate supply shortage. Shortly after, Ukrainians began their Das war counteroffensive in earnest in three major 24. directions within Zweiter, the gell? Kherson region. As I've mentioned, this isn't a large-scale sweeping maneuver across the landscape like in the movies. Rather, Weiß nicht, wann according to Kriegsbeginn Ukrainian wieder, officials, the aber. goal is to gradually isolate the undersupplied Russian forces and Ja, then doch, wear them 24.2. down, Da causing steht them jetzt to collapse Kriegsbeginn and drin, ja. retreat. Rinse and repeat. The Ukrainians' task is not easy though. Despite supply issues, Russians still pose a formidable threat in the area due to sheer numbers, and they've also built 3 lines of defense. In the Ja, northwest of nicht ganz. Kherson, Ukrainians are moving towards the city itself, village by village. Here they have managed to break through the Russians' first line of defense almost immediately, and now the second as well, it seems. Ukrainians likely don't want to lay a siege on Aber Kherson es city, kommt as that wieder would result in a relativ second nah. Mariupol. Rather, the goal is likely to have Russians collapse on all other fronts and have them flee across the river, Gaspreise giving sind ja up Kherson without absolut urban warfare. To the Dogshit. northeast, Die, around Tavite die, Bridge, die Ukrainians schwanken have ja created a wedge ultra. into Russian-occupied territory. They are likely Oh after nee, the main never road near mind, the vorher wedge nicht. used to resupply Russian troops further northeast. The more the wedge widens and advances, the bigger the trouble will be for Russians up northeast. In the north, Ukrainians are rolling downward gradually, taking back village after village. The goal of the Kherson counteroffensive is of course to take back everything on the Dnipro River's right bank, but it also has a lesser known but very practical side effect. If and when Russian defenses collapse and demoralized, exhausted Russian troops flee across the river, all they will have is a few small ferries to do so, meaning they'll have to leave behind most of their equipment, especially heavy vehicles, meaning Christmas will come early to the Ukrainian armed forces in the south. Also, they will get their washing machines back from abandoned Russian positions. But, as you might have heard, the Kherson counteroffensive wasn't the only one. Around the 6th of September, Ukrainians also began a sweeping lightning offensive in the Kharkiv region, which appears to have caught the Russians by complete surprise. According to Philip O'Brien, this means the Russian army is in severe disarray. For Ukraine to achieve a surprise this close to the Russian border would otherwise be virtually impossible. At the time of making this video, Ukrainians have taken back almost everything west of the Oskil River, including Russian strongholds like Balaklia and Izium, and their sole logistics lifeline, Kupiansk. Just in Balaklia, hundreds of Russian troops got trapped, including Sobr Spetsnaz units. Those troops have now either fled or died. We even have footage of a Russian plane getting hit by air defenses in that area, otherwise there are reports of multiple downed Russian planes and helicopters. Ukrainian air defense is solid, so the Russian Air Force cannot come to the rescue. There is also footage of horrified Russian-speaking Ukrainians quivering in fear as the Azov neo-Nazi NATO Bandera super soldier hordes arrive to oppress them. They are so afraid, in fact, that they cannot help but cry and hug the Ukrainian soldiers. In their terror, they also stand next to the road and wave and cheer at passing Ukrainian convoys. That man over there is so shocked and horrified that he is already practicing kneeling for his impending execution for being a Russian speaker. The Kharkiv counteroffensive seems to have been made possible by Russians pulling their troops south in anticipation of the Kherson counteroffensive, meaning Ukraine managed to play Russia not on one but 2 fronts. Consequently, the undermanned and under-equipped Russian formations in the Kharkiv region have collapsed completely. This is a textbook rout, one that will have severe consequences for the Russians. Meanwhile, pro-Russian propagandists and bloggers are in varying stages of grief. A funny phenomenon was official Russian propaganda clashing with veteran military bloggers, where propagandists said everything consequence formations in the Kharkiv region have collapsed completely. This is a textbook rout, one that will have severe consequences for the Russians. Meanwhile, pro-Russian propagandists and bloggers are in varying stages of grief. A funny phenomenon was official Russian propaganda clashing with veteran military bloggers, where propagandists said everything was okay, while veteran accounts were screaming at them to get real because Russian lines are collapsing. As of the making of this video,
There are increasing rumors about Ukrainians having made it all the way to Spätestens nicht. Lysychansk and to Jetzt. Donetsk airport. There are additional reports suggesting Ukrainians have crossed the Oskar River and are about to How many? None. They can't change anything. How many feminists does the it? complete collapse of the Russian military in the area and the Donetsk and Luhansk colonial militias. DPR leader Denis Pushilin has in fact fled from Donetsk city, putting out a situation update from the backseat of a car running full speed on a country road. If I was a Donetsk colonial militia member, now would be the time for me to start worrying. And the most fucked up part? Russia seems to have closed the borders for occupied Donbass civilians wanting to flee to Russia. Keep in mind, these are the people who have been living under Russian occupation since 2014, and for 8 years they've been told that the Ukrainian Bandera neo-Nazis are coming to genocide them for speaking Russian. I can only imagine what's going through the heads of those people right now, but this should serve as ample proof that Russia never actually cared about Donbass civilians. Welcome to the Russian world. And all this Ukrainian military success will have severe short, mid and long-term implications for Russia, both militarily and politically. First off, they lost a whole lot of territory, men and equipment. If morale was bad already, now it's bound to be catastrophic. This is also a huge loss of face for the supposed second army in the world and a massive PR win for Ukrainians. Second, this will mean more weapons shipments to Ukraine, since now it's clear that if you give Ukrainians modern, Western weapons, they will deliver results. Their successes also dull Western, far-right isolationist criticism of supporting Ukraine. It also reinforces critics of the war inside Russia, both on the citizen and the leadership level, and there's virtually nothing Putin can do to change this situation. His energy blackmail hand is already fully played, having cut off gas to Europe completely, and Europe is doing alright, all things considered. Enormous efforts have been made and are being made to replace Russian gas and decrease gas use in general, and once you get off gas, replacing it with electricity or geothermal, there is no going back to it. Europe will cease to be a market for Russian gas, of which only a fraction can be sold to China and India due to pipeline limitations. Meanwhile, the Russian military as a whole is stuck in a quagmire. They are simply too weakened and demoralized to conduct any major offensives from now on. They are stuck on the defensive, trying to fend off Ukrainian attacks on multiple fronts, with less and less people and progressively older equipment. And Putin cannot even declare general mobilization to try and reinforce his army. I mean, he could, but he would be an absolute fool to do so. The infrastructure for mass mobilization doesn't exist anymore, and he'd be breaking the unspoken contract with the Russian population. The war remains a distant event they only see on TV, and in exchange they don't rock the boat. Meanwhile, sanctions are hurting the Russian economy significantly. If they didn't, Russia wouldn't demand lifting them in exchange for restarting gas. His nationalist base will turn against him. If he stays in, his army and economy will be gradually strangled. When things reach a breaking point, when the invasion force collapses and domestic significantly. If they didn't, Russia wouldn't demand right with the Russian population. The war remains a distant event they only see on TV, and in exchange they don't rock the boat. Meanwhile, sanctions are hurting the Russian economy significantly. If they didn't, Russia wouldn't demand lifting them in exchange for restarting gas supplies to Europe. Putin has no way out. If he pulls out, his nationalist base will turn against him. If he stays in, his army and economy will be gradually strangled. When things reach a breaking point, when the invasion force collapses and domestic discontent ich habe da so einen komischen YouTuber, der manchmal gute Videos macht und manchmal extrem shitty. Especially as Volodymyr Zelensky has recently signaled that Crimea is also on the table. If Ukrainians jagst halt immer die Kontroverse, ne? destroy Vladimir Putin. Was? Du jagst halt immer die Kontroverse, ne? Hast du das Video, hast du den Link anklickt? Nein, das hat sich auf deine Aussage vorbezogen. So. It's true, ja. Putin's crown jewel achievement and his most important claim to power, his annexation of Crimea. And if Ukrainians manage to roll over Russians in the south, Crimea will be wide open. There is no Russian backup force stationed there. Everything they have is already deployed. Ukrainians achieving success in Crimea will be the end of Vladimir Putin. After that, we can likely expect the collapse of the current Russian power structure, which could very well result in the country's dissolution to disparate regions controlled by local strongmen and oligarchs. It would be the undoing of centuries of Russian imperialism, and I, for one, cannot wait. At any rate, one thing is for certain. The coming months won't be fun for the Russians, so expect more good news out of Ukraine and more footage of the shit show the Russians called their special military operation. And I thank you for watching, don't forget to like and subscribe, and I also have a Patreon if you think this content is worth your money. And I'll be seeing you next time.
and domestic discontent reaches critical levels when the oligarchic ruling class turns against Putin, the existence of modern Russia itself will be at risk, especially as Volodymyr Zelensky has recently signaled that Crimea is also on the table. If Ukrainians took over some of it or even all of it, that would destroy Vladimir Putin's crown jewel achievement and his most important claim to power, his annexation of Crimea. And if Ukrainians manage to roll over Russians in the south, Crimea will be wide open. There is no Russian backup force stationed there. Everything they have is already deployed. Ukrainians achieving success in Crimea will be the end of Vladimir Putin. After that, we can likely expect the collapse of the current Russian power structure, which could very well result in the country's dissolution to disparate regions controlled by local strongmen and oligarchs. It would be the undoing of centuries of Russian imperialism, and I, for one, cannot wait. At any rate, one thing is for certain. The coming months won't be fun for the Russians, so expect more good news out of Ukraine and more footage of the shit show the Russians called their special military operation. And I thank you for watching, don't forget to like and subscribe, and I also have a Patreon if you think this content is worth your money. And I'll be seeing you next time. Tolkien's work is based off of European history. It is a Eurocentric mythos. You have rural England representing the Shire, Gondor representing the Byzantine Empire in a way, Rohan is somewhat like the Goths. That is how he told his stories. And let me tell you something, during that period of history that he's representing, in the last week it was full of white people in Europe. That's just the truth. So when you have Amazon with Rings of Power come in and ham-fist a bunch of black people into the show, a show that is based off of a story that is based off of a history full of white people, you are trying to erase that history and that culture. Imagine if it was the other way around. Imagine if you had a show about ancient Ghana and you put in a bunch of white people for all the roles. Well, no, this is different. This is a fantasy show. It's not a real world. Okay, imagine if you had the movie Black Panther and you made it all white people. You think the left would be very happy about that? So why is it okay when all the other races, they come and say, oh, we can have these kind of things, but as soon as white people come and say, oh, we want something that represents European history, that represents European excellence, all the great things that happen in this continent, it's not okay. But again, the left doesn't care about hypocrisy, they care about power. So I'm not playing by their rules anymore. I'm proud of my European heritage, I'm proud of what Tolkien has created, and I'm not going to let some Amazon Rings of Power show shame me into not being so. And I know a lot of people might say this isn't that big of a deal, but all of these little things add up. They're tearing down statues of history in America. They're rewriting history books. All of these little things snowball and eventually get to a place where they destroy your history and destroy your culture and leave you demoralized. Much of Tolkien's work is based off of European history. It is a Eurocentric mythos. You have Du hast es gesehen? Was ist los? Bacon. Nein, Gag macht War-Propaganda? Introduce you to my girl. Ha? Ja, klar. Nicht? Welche Seite? Dein Gag. Komm halt immer wieder so Posts. Nein, welche Seite? Russland oder Ukraine? Beide. My birthday, and because it's my birthday. Cavite! Heute sind keine Spiele, oder? Nächste Woche. After a terrorist attack. Okay. After a terrorist attack. You know, the horse has already left the barn. It's cheap. I was in Istanbul after they had that bombing at the airport. So I went there. Jesus Christ. And there was a bus, was supposed to be 50 people. How many people do you think were on the bus? 2. One. You. So I got the whole tour. And they're like, why are you The here? whole bus. And I stayed at a $300 a night hotel for $30. Oh my God. I was in Morocco after they chopped off two girls' heads off. And I was on this trail, on the same trail that they were on. So wait, when you read the news of a terrorist attack, you're like, time to hit orbits. You get really... How many feminists does it Fun. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Bist du so triggert,
von dem, wie ich mit andere ADCs spielen muss, dass du jetzt wieder ADCs spielst? Ist das, was passiert ist? Ich hab so viel Spaß an ADC. Lüg mich nicht so dreckig an. Das waren 2 Games, wo ich absolut gementelt bin und du warst auf einmal wieder ADC. Games? Wollen wir das wirklich 2 Games nennen, Johannes? Schon 2 Games, ja. Wollen wir das wirklich 2 Games nennen? Ja, zählst du jetzt die 3 Wochen alle zusammen, oder wie? Johannes, ist doch alles gut. Ich will eine Antwort auf meine Frage. Ich hab die Schnauze voll, dass keiner mir meine Frage beantwortet und meint, er kann ausweichen. Ich hab doch ja gesagt. Okay. Ich spiele doch auch gerne ADC. Die Rolle macht mich glücklich. Ach ja, Alter, an dem Tag, ich bin so... Ging eigentlich alles. Jetzt rennt mich die MF runter. Absolut zero reason. Und dann Tristana mit 200 Leben jumpt rein und fängt an zu typen. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Deswegen bin ich ja jetzt da, Johannes. Ich bin zwar alt und habe keine Mechanics mehr, aber... Philipp! 2 Hände zu haben, reicht aus als ADC, ne? Diese Dogs haben keine. Ob ich wieder anfangen, Niederli ADC zu spielen. Ganz ehrlich, mir egal. Can't change anything. How many feminists does it... Bam, 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 bam. Ich hab voll die, hier, da gibt's auf so einen Pilzfarmer, kennst du, irgendwie soll das voll schwer sein? Der verkauft Pilze an so Luxusrestaurants und der ist richtig rich damit geworden, Johannes. So ein Ami, das ist ja Trüffel echt... meinst oder wie? Hm? Trüffel meinst oder? Nee, der macht alle Pilze. Anscheinend ist es voll schwer, Pilze zu züchten. Das ist irgendwie so ein Pilzmeister. Der züchtet irgendwie alle Pilze. Früher gab es die YouTube-Videos, wie die Leute einfach angefangen haben, in ihrem Keller Pilze zu züchten. Ich weiß nicht, aber anscheinend, der sagt, es ist voll schwer. Ja, wahrscheinlich sind es halt auch speziellere Pilze. Ja, wahrscheinlich. Er hat auch irgendwie in seiner Garage oder so angefangen. Und jetzt hat er riesige Plantagen und verkauft nur in so Luxusrestaurants und so. Wird mir auch Spaß machen, ne? War ja auch ein chilliger Job sein. Kannst du richtig ein bisschen automatisieren. Hier ein Raspberry Pi hinhängen, da ein Raspberry Pi hinhängen. Machst noch ein Aquarium. Bestimmt ist Fischwasser bestimmt extrem gut für so Pilze, ne? Also genau hat es ja nicht erklärt in dem Video. Schwierig ist irgendwie, hat er gemeint, dass die Pilze müssen sich ja gegenseitig besporen. Das ist anscheinend ziemlich schwer. This video is sponsored by Fabulous. Ach, Ash, warum Ash? I made fun of a pickup artist who tried his luck in my home Ash, country, Ash. Hungary, and was foolish enough to write a post about it. It was a lot of fun, and following the demand F ist geballt, I ne? was Schlecht. to perform another deep dive into the online manosphere. But this time I don't That's just my want to pick laugh at them, gewesen. as easy as that would be. I also want to teach them how to behave around women, because they obviously have no goddamn idea. So put on your cringe protection suit, because we're diving in. When referring to the online manosphere, we mean a collection of online spaces where men give
Dating advice to other men. Such advice can take many different forms. The importance of self-reliance, the benefits of adopting healthy habits, the damaging effects of Jewish intellectualism and activism on Western culture. That last article is from the website called Return of Kings, run by a guy called Dariush Valizadeh, commonly known as Rouge V. He wasn't the only contributor though. He had a whole roster of crazy people writing the most bizarre, evil and or contradictory shit non-stop. Das ist jetzt so ein Fall, ne? Da kann man doch eigentlich keine Janna picken, oder? Aber mein Team wäre ganz gut für eine Janna. Alles, was du willst, Jonas. Alles, was du willst. Später wieder ADC, der schlagt eh wieder. Aber wir verlieren halt Lane, wenn ich Janna pick. Also wir verlieren nicht, aber wir können sie nicht killen. Du kannst auch selber spielen. Guten Tag, ihr Opfer. Hallo. Ganz vorsichtig jetzt, Matze, ganz vorsichtig. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Beinstenker, Schrumm. Ich habe doch nicht drum. Matze, du hältst dich jetzt mal ein wenig zurück. Ich habe Philipp heute so gut erzogen, ne? Er ist mal nett toxisch. Philipp, ich habe eine perfekte Gruppe getippt. Ich habe auch zwei perfekte Gruppe. Aber bei du ist einfach nur eine Schande, weil du bist ein Fnatic-Fanboy und hast die nicht weitergetippt. Ich habe G2 weitergetippt. Ich habe auch G2 weitergetippt. Willst du mitspielen? Die sind dann gedodged. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja, nein, ja. Ich glaub schon. Alter, Philipp, ohne Witz. Wenn man deinen Namen habert und der einzige Rank Platin 3 TFT ist, dann würde ich ganz vorsichtig sein hier mit Ansprüche stellen. Heißt du, Matze, ich akzeptiere, dass ich alt bin. Versuche nicht Hanzo zu picken in Overwatch. Das ist true, den versuche ich auch nicht mehr zu picken. Hast du nicht letztens den Hanzo pickt? Nee. Ich bin zu scheiße für Hanzo, ey. Ich bin ziemlich sicher, dass du letztens erzählt hast, dass du Hanzo gespielt hast. Ich glaube, eigentlich DD ist Farah und May spiele ich. Und auf Support spiele ich Lucio. Da will er mich auch noch diskreditieren, ey, das gibt's doch nicht. Was will ich dich, Philipp? Sag's doch bitte nochmal. Johannes, nur weil du kein Deutsch kannst, ne? Diskreditieren! Ja, ich wollte nur gucken, ob du das Wort auch kennst. Wie heißt dieses chinesische Team? Wie heißt der erste Platz, ne? Chi. Wir haben gestern ein Normal gespielt, Matze. Und das war komplett ausgeglichen. Ne? 2 bei uns haben geintet, das knallt, und 2 bei den Gegner. Das ist manchmal spannend, ja. Aber manchmal kriegen sie es hin. Manchmal ist es balanced. Das war dann tatsächlich. Es war ein faires Game, oder? Ja, gut. War schon relativ weit hinten. Ja, die Botlane. Aber der Garen hat dich ziemlich one-shottet. Oh, der Garen ist auch gemein. Oh. Keine Ahnung, was ist gerade immer noch broken im Jungle. Maokai. Gerade nur was broken ist. Der letzte Petz war riesig. War einige Sachen drin, die ziemlich gut gerückt. Fuck, ich finde nichts. Ich habe jetzt einfach Vielleicht im Jungle. Ja. Gebannt, Alter. Oh, Echo Buff, Fitz Buff. Nasus Buff. Ehrlich. Nunu Buff. Alle gerade Nasus. Udir Buff. Nee, Johannes, Udir ist ja auch nicht broken. Wir haben echt AP Nunu Buff. So, Johannes, such dir neue Entwickler.
Ja, immer. Philipp, für dich wollte ich auch mal gucken. Alter. Johannes. Philipp muss picken. Ist egal. Die bannen sich gegenseitig aus. Pre-pick sie und log sie einfach direkt in. Kann ich ja nicht. Hm? Kannst du, klar. Nicht, wenn Doch, der kann die ich. Doch, kann ich. Sind einloggen, dann Ja, das geht's. ging aber nicht immer. Boah, gegen Draven. Ich glaube, ne. Das ist kein guter Pick, right? Das ist ein guter Pick gegen Viego. Oh. I don't know. Udi. Braves. Maokai. Okay. Udi. Wollen wir dem Maokai-Ulti geben, dem Silas? Ich habe Udi noch nicht gespielt, den neuen Philipp. Wie wird tatsächlich? Ja. Keine Ahnung. Für Ich auch weiß der doch gar Bock nicht, ob ist. Maokai gerade so gut ist gegen das Team. Weil eigentlich ist es gut gegen das Team. Ja, ein bisschen AP-heavy, aber sonst. Hackerim ist krass. Gebannt, oder? Ne, ist nicht mal gebannt. Ich bin ja eh Full Tank. Ich finde fast Maokai besser. Der hat nur eine gute Ult, oder? Sehe ich das richtig? Der Silas. Der hat nur Maokai. Gwen-Ult kann doch nicht so geil sein, oder? Hm? Gwen-Ult gut auf Silas? Quen-Ult auf Silas ist nicht schlecht. Mit extrem gutes AP-Skill. Also Philipp, ne? Ich finde es nicht gut, dass du mich jetzt auf Janna forschst, ne? Keiner Doom, glaube ich. Ne. Wenn du fett wirst, ist das Game absolut free, ne? Wir sind Full Platin, die sind alle Gold. Instant Loss. Ja. Ey, wir Karma, die ficken uns doch komplett aus dem Leben. Ja, die tun weh, ey. Eigentlich kannst du farmen, ne? Also, mir kill es ja halt nicht, ne? Wenn man das hier farmen könnte, wenn die. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ganken kann. Twitch Shield mitnehmen müssen, gell? Töten wir die, wenn ich gank? Ja. Ja, dann starte ich Red. Wenn wir invaden oder wenn der invaden will, dann. Ich muss halt eh skillen, oder? Also ich kann keine W skillen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann keine W skillen, also das bin ich einfach. Ich töte uns halt auf 1 so hart, ne? Mhm. Was wollt ihr machen? Er will. What? Auto-Attack gecancelt, right? Mhm. Da ist einer. Also wir haben jetzt Seraph mit Stun first und Janna mit Q first.
Ich habe kein Flash. Ja, was denn? Ja, die Leute in Normals sind einfach noch toxischer als alles andere. Boah, für die hast du Wort, ich glaube, das ist First Push worden. Gucken, was das für eine Lane würde. Hat die gepottet? Ne, die hat nicht mehr gepottet. Nee. Wie die Bitch, Alter. Legge. Nice, cool. Cool, danke, Game. Danke. Damage und das ist ja ridiculous. Das ist mal ein richtig leckerer Leck. Zum Start. Mal Spaß. Oh Gott. Ja. Da in der Giga, du. Müsse jetzt kurz chillen, Matze ist da. Ich laufe direkt. Ich weiß nicht mehr, ob wir die fighten können, wenn die so eine Big Wave haben. Die Karma hat keinen Flash. Ja, die können Glaube sie. No. Ich wusste Alles nicht, ob gut, ich es alles lassen soll, weil es immer so. Der scheiß Ding hat vor mein Ding gelaufen, oder was? Ja. Ich take den weg. Oh mein Gott! Executed. So gelaufen. Ich dachte, ich kann ihn ganken, das ist ein scheiß Plan. Alles okay. Ich denke die Mittler nicht mehr, kann mich am Arsch lecken. Level 3, Xerath im Farm hinten gegen Silas, fast gestorben. Der hatte First, der hat Stun skilled als erstes. Der kann praktisch nicht spielen. Der Ding ist hier halt. Ist der Draven auch da? Ja. Nee, noch nicht. Okay, ich hab die Crap gekriegt. Der hat meinen Blue Buff gemacht. Ich nehm den, ne? Der hat keine Ult, ne? What? Der TP, der Silas. Schön. Gott. Oh, du warst schon in Range. Silas kann Bot kommen hier. Er ist low. Okay, ich bin tot.
Gigabad bist du. Ich wollte den drin haben. Xera, Intet. Oh mein Gott, Alter. Muss halt eigentlich back, Philipp, hier. Nett. Das ist einfach nur, der ist so bad, Alter. Der Xera ist so bad. Shutdown gekriegt, auf dem es sogar einigermaßen war. Riese? Ja, die gehen glaube ich back, wir crushen die und dann gehen wir back. Der Keine ist halt Plate? schon wieder- Keine Plate? Der darf meinen Red Buff machen, weil. Ich habe alle Sums wieder. Wolltest du da keine Plate nehmen? Hätten wir wahrscheinlich machen können. Aber wenn wir da ein bisschen zu langsam sind, kann es wieder böse enden. Warte hier erst, gell, bevor ich auf Lane komme. Ich habe keine Ult. Der Xero ist einfach nur ein Bot. Xero ist einfach nur ein Bot. Der hat einfach keine Ahnung, die moven alle so viel besser als der ist so ein Bot. Ja. Mit Diff. Ult jetzt. Zum Glück könnte Richtung zu euch jetzt gehen können. Ich hab Ult ready. Ja, die Stacks vom Draven runtergekriegt, das war big. Oh, du hast Kill, oder? Ja. Oh, warum gebe ich den? Ignited oder was? Ja, ja. Wir warten her. Ich würde gerne den Drake machen, wenn wir können. Wir haben das in der Mitte gesehen. Unser Midlaner ist wieder tot. Ich glaube nicht, dass wir gerade Ding machen können. Nee, Ich kann bin man so nicht. dumm, ne? Der ist in der Mitte, die setzen Herald. SG, keine Ahnung. Der Tower ist tot, der kriegt doch Second Charge wahrscheinlich. Ich glaube, der hat gerade Autotech gecancelt. Zwei Plates red. Ja, die laufen runter, die laufen beide runter. Die sind beide da, okay. Ja. Oh, der ist wahrscheinlich raus, ne? Ja, ich muss weg, keine Ahnung, Viego ist schon weg. Ich kann ulten, wenn du willst. Ich hab so einen mit Diff, Alter, holy fucking shit, das ist so viel.
mich nicht gesehen. Wir haben hier keine Vision. Können wir die diven? Ja, wenn ich nicht Oh, meinst. gute Frage nicht, aber ganz probieren. Oh, das ist aber kein Dive. Das ist TP raus, TP. Hier. Nicht zu hart gehen, nicht zu hart gehen. Exhausting. Tot. Ja, keine Ahnung, das Silas ist halt einfach gigafett. Das ist einfach gigafett. Ich muss muss die andere Rune mitnehmen und das fuckt so ab, dass ich die ganze Zeit bin, ne? Ich bin gestorben da sogar. Der Silas hat mich angeflasht, gell? Kann sein, ja. Der Viego hat geflasht, oder? Ja, Das sorry. ist gar nicht. Geh weg. Oh, das ist gut, das ist gut. Geht kein Snare. Jetzt. Die dive dich, oder? Ah ne, die macht einfach nur Dragon. Oh mein Gott, Alter. So bad. Fuck. Wie viel sind denn da oben? Mindestens 2. Also, aber der Xero ist so bad. 3 Leute waren oben, einer ist tot, es sind noch 2 oben. Halleluja. War Heal, oder? Ja. Kommen die Dieses Kill da durch, ehrlich gesagt. Ne, war Heal, Shield, da komme ich nicht durch.
Der Silas ist ein Problem. Und der Viego jetzt auch. Wir gehen jetzt einfach top, oder? Würde ich sagen. Top. Nett? Ja, oder? Ich folge dir. Gefulltankt das Game. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich will jetzt noch einmal Bot gehen, dann den Drake versuchen zu contesten, oder? Ja, Amino? kann man. Ich hab nur gedacht, das ist eine 2-2 Riven mit 100 Farm, die können wir killen sogar. Ja, Botlane können wir auf jeden Fall auch killen, die haben noch kurz Sams rausgeblasen. Ja. Ich hab jetzt Armor. Ne? Nix mit Eclipse hier. Kann direkt Botlane kommen, Philipp, wenn du willst. Ja, aber die haben bestimmt gewonnen, oder? Lass lieber Drake bis erst in 1,5. Der Silas ist im Topside Jungle. Der hat keine Sums. Müsst reachen. Knocken zu Philipp. Schön. Was ist denn? Das Viego. Kevin ist. Den will ich halt eigentlich nicht, ne? Ich habe gerade die schlechtesten Waffen der Welt, Alter. Eine Kano. Viego. Laufen, oder? Na, mal bitte. Ah. Ich hab die schlechtesten Waffen der Welt, da darf ich die fighten, das ist dumm. Scheiße. Ja, aber die sind halt auch einfach, guck dir die an, Alter. Guter Fight, oder? War nicht so bad. Sonias war ein bisschen weird, aber sonst, ja. Gut, aber da wäre ich mir auch nicht sicher, ob mich die nicht one-shotte, ne? Also das... Oh. Aber der kann die Gwen da nicht? Das ist nicht, dass die dem hilft. Geh hier heim, ne? Ja gut, dann ist straight weg. Ja, okay. Philipp ist nicht weak, ne? Das Drake aber mal. Ich hab grad sagen können, aber Drake mal. Halt dein Maul, Alter. Die hat er nicht. Ich hab gesmited, Mann. Nee. Mein Smite ist nicht durchgegangen. Was soll das? My bad. Ein Wettlauf mit Philipp. Ich hab nichts, Philipp. Mhm. Ich hab jetzt eine Ult, Riven hinter dir. Lauf hoch, aber ich brauch. Wir haben Herald Botside. Das hat ein Herald Botside, gell? Ist scheißegal. Muss rein, ja.
Philipp? Na, ich bin tot. Ach, keine Ahnung, Mann. Die one-shotten mich alle. Das ist eine Allergie, fällt alles einfach. Oh Mann. Die One-Shotten sind für mich. Ich bin aber Full Tank. Sehr was, Alter. Master Plague, sehr was. Das ist aber echt übel. Das sind die Leute so toxisch in dem fucking Normal, Alter. Der hat Minute 1 angefangen zu flamen. Der hat schon Champ Select angefangen. Der hat im Ding schon angefangen. Der hat ja schon im Band angefangen. Das Ding. So kurz pissen. Up, but then Rouge found Jesus in 2019. The reason I like Return of Kings is because of their honesty. They don't use euphemisms or try to hold back on their actual beliefs. They really put it all out there. Women are sentient livestock. Joel Osteen is the Antichrist. Feminism is a Jewish plot to stop you from getting laid. Degeneracy in the US will cause a civil war. Dann geh ich auch mal The burden pinkeln. will fall upon masculine men, as it always does in times of war. People will revert to the most basic survival instinct. The soy boys will be busy hiding with the women in their basements or agreeing with whomever has the perceived power before proceeding to murder, rape, and loot those that disagree with them. Hang on, these soy boys will start to murder, rape, and loot? By your logic, wouldn't that make them gigantic primordial gigachads? Return of Kings is famous for lots of things, consistency not being one of them. One of their big themes on the site is Western progressive degeneracy, contrasted by good old Eastern Europe with their traditional values and white societies. 4 additional European countries to emigrate to if the West collapses. The West will fall because of gay rights and white genocide. France won't let me publicly call Africans the N-word. If Trump doesn't win in 2016, here's where we can emigrate. Alright? As an Eastern European myself, I'm curious which countries he thinks are better than the West. Serbia. Oh no, I can already feel the mental illness just radiating from this post. But there is hope for these people. All they need to do is install another app next to Tinder, namely the app of today's sponsor, Fabulous. Fabulous is your digital coach, a happiness trainer if you will. It's the #1 self-care app to help you bring quality of women high. The Polish girls of the Balkans. They like sex, give importance to their elegance and appearance, but don't send the ice queen vibe that Ukrainians and Russians can have. Oh, someone is insecure. Importance of religion, medium to high. Likelihood of a 50-year similar cultural collapse, low. In view of recent events, the best decision would be to join the EU. European and global culture has already brought a lot of... Wait, European culture is a problem? Also, you have a problem with Western degeneracy. People fucking around, so you want to go to a more traditional, conservative country. Kannst du jetzt mal mehr carryen? Medium to high. Decent. Matze, As was I soll ich said dazu noch previously, sagen? Ne? Serbs probably have one of the highest level of gay in Eastern Europe. That's a sentence I never thought I would see written. Turbo folk culture and Das war recent eher interessant, was starten wir so Firma? bad boy Jungs? head start by treating Let's women go. as replaceable commodities and war Ich habe jetzt quick angefangen zu lernen. What? You heard it here first, folks. The Yugoslav wars and the Na? Bosnian genocide. Ready? Die Frage ist, turned hast du schon Serb eine men into Idee? real Ne? gigachads. Ja, natürlich. Du gehst jetzt einfach zu jeder Firma und sagst, möchtet ihr ein SEO-Rating von 100 haben? Und wenn ich sage, ja. Und dann fragen die dich, was? Nee, die wissen alle, was das ist. Tun sie nicht, Philipp. Philipp, du brauchst noch 2 Monate in der Arbeitswelt, dann wird dir das klar. Arbeitswelt, wenn der eine Ahnung hätte, was in der echten Welt passiert. Also, wenn selbst meine Firma SEO-Rating kennt, dann kennt es jeder. Ja.
wrote this shit. Jean Bataille is a martial Problem artist ist, dass from es the viele Viking überhaupt nicht stronghold of interessiert. Czech Republic. Viel zu viele interessiert das Thema gar nicht. Geht eigentlich heutzutage. Eigentlich jedes Startup, was eigentlich heutzutage alles über online macht, ist Ja, wichtigste aber das von einer ist Webseite genau SEO-Reden. die falsche Zielgruppe. Die Startups gehen nächstes Jahr alle pleite. Also wenn jetzt ein bisschen Geld abzweigen, muss ich fertig sein. Du bist der Erste, der gekündigt wird bei Startups. Du bist doch nicht angestellt bei denen. Du arbeitest umsonst. Deswegen, du bist ja Freelancer dann. Du hast ein Projekt und die Projekte werden gekündigt. Ist mir in dem egal. Moment, wo die Rezession richtig reinballert. Und das passiert nächstes Jahr. Und die Startups kriegen sobald ihre Finanzierungen auslaufen, haben die kein Geld mehr. Ja, und dann melde ich halt dann Privatinsolvenz an und hab's ab. Warum musst du dann Privatinsolvenz anmelden? Anderer Plan. Ich meine, der Ja, Hartz-IV-Plan, den wenn kennt Matze jeder. macht nicht mit und du machst auch nicht mit, dann bin ich ja gerade, kann ich ja gleich Freelancer machen. Ich habe irgendwas verpasst, ne? Irgendwas habe ich verpasst. Ja, ist halt alles Opfer, das ist das Problem. Jetzt sag mir mal, was ich im Jungle krieg. Matze, Das spiel doch einfach auf was du Spaß hast. Ja, aber was ist witzig? Sag mir was Witziges. Blitzcrank. Blitzcrank ist schon hart. Dir bei Wukong, K6, Fiddlesticks, Nunu ist lustig. Large number of foreign students. Mumu, I guess. Oh yes. Der neue Ramos ist witzig. Czech Republic to have fun and Kein Jungler. Am I right, Jean Bataille? Top If you were Laner. just a bit less self-aware, you'd cease to Der be neue Ramos ist sentient. bewaffnet. Male competition low. Czechs are in majority low T and beta. Blind Pick Girls love Ramos ist Gringos, immer eine but gute will not be Idee. there first. No wonder it is a swingers gave it a hotspot. What? Likelihood of a 50-year similar cultural collapse? Possible. The xenophilic nature of the Czechs and their dachte, ich placid bin ein character Momo could be their Support. downfall. The xenophilic nature of the Czechs. The xenophilic nature of the Czechs. One of the most glaube, in der racist Momo ist fucking Blitzcrank jetzt nicht so der countries in Hit. the whole EU, where Hätte only ich jetzt mir auch 40% of the gedacht. population would be comfortable macht with das einen a letzten given sehr that viel this is Sinn. being the leader of the country. I'm starting to notice a pattern here. In my older video, when Dollar Store Kingpin described Hungary as a Hungarian, I immediately knew he didn't really venture beyond inner city Budapest. And that's the same vibe I'm getting from this guy after having lived in Prague for 3 years. It's almost like these guys just wander around the tourist trap areas all day, angrily Wann going, gehen Worlds "Fuck you." endlich No weiter? wonder they're angry. Nie mehr. All that's left for normal men are rotten Danke, women. Philipp. Sehr apparently. hilfreich. Nature has given humanity a roughly 1-to-1 ratio of adult men to women, but the most attractive women are being taken out of circulation to either join alpha male harems or participate in degenerate lifestyle choices. Nee. This makes the average man particularly Will ich eigentlich nicht spielen. in settling down with a mentally stable and cute woman in her prime. And then here's a magazine cover of a successful restaurant owner. Wir haben ein ziemlich cooles Team. Tattoos, okay. In Islam, Will ich eigentlich nicht spielen. just like my wealthy Iranian grandfather did on his way to siring 24 or so children, that included my dad. The exact number Wie viele F-Skins habe ich eigentlich? Holy shit. 3 women that an Iranian man of lesser means could have married, creating a societal imbalance. But that's nothing compared to what we have in the modern Western world, where a single famous man can command the sexual attentions of dozens, if not thousands of women in their sexual prime, spoiling these women for normal men who don't have the ability to tingle their vaginas. What the fuck is he on about? Okay, so let me understand this. The Western world is falling because men are becoming feminine soy boy beta cocks, but it's also falling due to an epidemic of titanic gigachats subverting society with their overwhelming masculinity. Well, which is it then? If Western civilization is based on masculine values, wouldn't these Atlassian gigachats be the ones holding it up? With their genitals, presumably? If you think this makes no sense, you're right, it doesn't. Also, how can a single famous man spoil thousands of women in their prime? Rouge, just because a man is famous and lots of women lost out on him or something, that doesn't mean those women are off the sexual market. Ja, ich habe noch keinen Bock auf das Scary-Match. And date others at the same time. Was, bist du top, oder was? Dia 6. Natürlich habe ich die Dia Niederlee, ey. Ach, Ich habe vermutlich trollt mit meinem Summoner. Aber mir hatte so viel AP-Damage und die haben ein paar Milis.
Kann ich abfucken, die Invade, ne? Wollen wir einfach hier stehen? Und halt nur zu dritt, ne? Lohnt sich nicht, da drin zu stehen. The forest holds many surprises. Minions have spawned. A promising garden. Just a home. Der fängt Topside an. Also sie. Okay. Was ist das? Wait until my seeds take root. Zumindest hat er geleasht. Boah, dicke Pflanze. Gigaplant. Come closer. Hm. Das Na, ich geb den. Bei euch, ja. Naja. Hat er überlebt? Ja. Mehr oder weniger. Wie low war sie? Ich glaub low, bin nicht sicher. Macht ein halbes Game, dann ist wieder full. Keine Ahnung. Things aren't always what they seem. First blood. I am here for you. Oh. I'm kind of fucked now. Wie Rauch. The forest holds many surprises. A promising garden. Just a harmless flower.
a busy world. None will escape my wrath. Können wir den Drake machen? Ich habe allerdings noch Low Smite, weil ich ein bisschen early. Ich habe 66 Damage Auto-Attacks. Piu, 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 piu. Die werden gleich stärker, Philipp. Piu, piu. Good job. Kommst du noch durch? Ja. Take careful steps. Just An der Blitz schon gekauft, 5er Boots. Ne, 1 und. Ich hab wieder Flash, ne? Ich noch nicht. Hast du so viel vor mir geflasht, oder? Ne, aber ich hab. Ah, steht 10% oder was? Ja. Ist tot. Jesus. Ich darf einfach nicht. Der hat vor uns 6, oder? Kein Wort. Warum flash ich da? Weiß nicht, aber ich muss 14 vorhin. Ich sterbe wahrscheinlich hier. Die Niederlande ist in der Mitte gerade gewesen, by the way. Okay, Johannes, Kontinent. Ja, da war ein Pinkwart. Ich weiß nicht, wo die Nieder ist. Die ist hier irgendwo, gell? Ich wollte zeigen, dass ich weiß, dass es dumm ist, aber ich mach's trotzdem. Okay, 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 okay. Matze, komm zu mir, komm zu mir, komm zum. Oh! Nimm doch das Ding! Geht Red Buff. Deswegen, ich kann nicht weiter. Ich muss einmal Richtig back. bad. Ich muss halt. Oh, ich brauch das Gold eigentlich. Ich muss 10 Gold abwarten, aber die macht halt mein Ding. Nee, die war 200 Leb. Die macht keinen Red Buff. Ich Ja. hab die ja. Musst du ulten und Wave resetten, na ja. Ich bin jetzt sogar ahead, glaube ich, vor ihr. Die ist die Bitch. Ich hab Shutdown gekriegt, ja. Ich bin vor ihr. Sag doch, die macht den. so much more to see. Und die wurden gerade, oder? Kann ich Die wurden. Mal probieren kannst du es, ja. Aber Nieder war auch da. Jetzt ist er Mitte. Jetzt kannst du eigentlich versuchen reinzulaufen, wenn sie nicht gut oder so. Ich hab ihn.
Nett. Was sind die da? Hinter uns, oder was? Nee, da oben am Ding. Nee, Mitte. Der Ulti. Na gut, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, nee, wir sind. Ja, Moment. Nee, da hinter euch. Hinter euch ist. Ja, ich sterbe einfach an Double Ult, Mann. Oh. Es ist Hier Mitte. ist echt Mitte laufen. Ja. Der hat Lost Chapter und einmal Rüstung. Der hat jetzt halt meinen Jungle wahrscheinlich gemacht. Ach Mann! Wind. Ich dachte, die Riven kommen. Bin ultra strong, aber ich war nicht back. Hier wird das halt mein Ding machen. Fuck, Alter. Das ist so ein scheiß Champion, Mann. Der geht mir so auf den Sack. Hätte ich das besser spielen können? Ha, wahrscheinlich, gell? Still kurz. Mann! Wo ist die Riven? Venture off the beaten path. The forest holds many surprises. A promising garden. Ult in 15. Just a harmless flower. Ult.
den Büschen, Johannes? Drybush hat keine, anderer Busch wahrscheinlich schon. Der legt die ganze Zeit Traps dahin. Hier ist die Ding. Sie haben mich gesehen. Und Niederlee ist hier. Wieder kommt. Der Flash ready. Herald. Alter, ist die fett. Geht einfach nur TP müssen, wenn ich's pinkt hab. Dass der 3 Kills kriegt, hat mich gerettet. Na! Wieso geht die eh nicht raus? Wieso ist der so schnell? Verliert ihr das One-on-One? Wait until my seeds take root. Such a busy Baron ist nicht ab, weil es komisch. An enemy has been slain. You have been slain. Der läuft den Schritt nicht. Take careful steps. Vorsicht, Niederlee. Dick. Du aber auch. Willst du den haben, Philipp? Macht es schon Sinn auf dir?
schauen. Ah, mich geht's noch raus. Ulti die Fotze. Ohne die Riven können wir aber nicht fighten, oder? Der geflasht. Schon wieder. Oh, das war schön. Das war so schön. I love it. Schön, wenn das nicht mir passiert. Such a busy world. Oh, ich missklick! Sorry doch! Mann! So much more to see. What? Wieso ist sie nicht stunned? Wieso war die gerade nicht stunned? Your turret has been destroyed. Das check ich jetzt nicht. Wieso war die gerade nicht stunned? Das blick ich nicht. Killing spree. The harvest is upon us. Venture off the beaten path. Kannst du den Rip aufnehmen mit 19? Dürfte dann auch ausgelaufen sein. Before
many surprises. Gehen die zum Baron einfach? A promising guard. Könnte sein, keine Ahnung. Nee, Chicks is bottom, probably not. Baron ist so tanky, Alter. Such a big Come closer. Der Top und dann mit Kiki. So much more to see. Your team has destroyed a turret. Das ist ein Niederlee irgendwo. Take careful steps. Things aren't always what they Alter, Mahlzeit. Wieder Ulti. The forest holds many surprises. Sag mal, Pure Cancer, Alter. Ich flash jetzt jedes Mal rein. Ist mir egal. Your turret has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. Ja, mal einen Engage spielen können. Your team has destroyed a turret. Rutsch grad gehuckt. Promising guard. War nicht mal in der Nähe. Ja. Just a harmless flower. Wait until my seeds take root. Oh fuck. Wenn man dran so rankommt. Bis Level 17. Such a busy
oder? Wenn der Ja, Top-Lane der wird. muss weg, ja. Exhausted One-Shot nämlich, alles klar. Ja, wir haben kein Damage, oder? Ich gehe nicht zu Baron. Wir können Baron machen. Kein Damage. Dann muss er da rausgepusht werden. Bam, 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 bam. Push dann auch eine Wave, Alter. Die sind Ich hab jetzt halt da alles voll. Niederli und Jin waren gerade Botze. Mach Baron. Können wir aber Baron machen, aber die kann das nicht deffen, oder? Minions sollte es ja schon klären können. Nur die Frage, wenn noch mehr runtergeht. Vader, oder? Ach Mann, ich bin weg. Aber Mann, Mann, Mann! Ey, das Also ich gehe zu Baron. Ich weiß nicht, ob wir den machen können hier. Ich bin. Ult wieder. Nicht. Wenn die Ribbon weg ist, brauchen wir Damage schon. Blitzcrank catchen. Jetzt Baron, oder? Bleib doch oben, Alter. Soll ich turnen, wenn die gleiche kommt? Soll. Das ist so viel Burst Damage, Alter.
Things aren't always what they seem. Venture off the Bum, 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 bum. Halt doch die Fresse! Alter! Was steht hier immer rum, random irgendwo? 4 Leute links, rechts, oben, unten, Digga! Habt ihr Wölfe oder was? Finde es nicht. Der Garen top ist. Los. Fett los. 4 gegen 5 mit Baron. Nadja vorgestellt und dabei heißt sie nicht. Wer hat die vorgestellt? Hat sie nicht irgendwann. Jetzt Nadja vorgestellt und jetzt einfach nicht. Was willst du machen? Ja, noch nicht so lange. Waren gerade nur 4 gegen 4, der Garen war top. Was will man top? Botline. so much more to see. Take care of yourselves. Shut down. Things aren't always what they seem. Venture off the beaten path. Botlane können wir dann einfach rushen. A promising garden. Just a
Aber selber flippen, ja, keinen Bock mehr. Die Nieder ist bei im Blue. Der Enden müsste der enden können, oder? Hopefully. Der kann smart, ich hätte euch da nicht helfen können. Real problem is your insecurity that they might find someone else attractive beside you. At any rate, as you can see, the Manosphere is an inconsistent, incoherent, convoluted, self-contradicting train wreck inundated by far-right ideologies. Has it ever occurred to these motherfuckers that acting like a bonobo ape might be the reason why they keep encountering those rotten women? If you want to settle down with a mentally stable and cute woman in her prime, maybe you should start acting like a mentally stable guy in his prime? And maybe stop comparing women to dogs? The article features Instagram pictures of girls who look like your average gold diggers as example of rotten women. Personally, I never had to worry about gold digging. A, because I'm not a Middle Eastern millionaire, and B, I don't constantly posture as wealthy and powerful. All these dipshits keep posing with expensive cars, wads of cash, private planes and the like, and then wonder why they can't shake the quote-unquote rotten women. What sort of women would those pictures attract? The cute Eastern European treadwife wanting to settle down, or the gold digger wanting to get in on your wealth? If you're out there on the dating field and Was? Nie wieder. Jetzt jede Woche. Die müssen ja bis zum 29. fertig sein oder so. Immer am Wochenende, oder? Ja. Am Donnerstag geht's los. 20.10. um 11. Star Wars Day, everyone. Today is Großes also JDG. Am Freitag wird geil. RNG gegen T1, da bin ich mal echt gespannt. Aber RNG sind alle gerade krank, gell? Die haben alle Covid. Wir werden reinsacken. In den letzten Worlds hat das chinesische Team, was nicht da war, gewonnen. War MSI nicht World. Ja gut, weil die gecheatet haben. Genau. What's up, girls? What's up? Can I get your Snapchat? No. Can I get your Snapchat? Why are you in the women's bathroom? Because I am a woman. Are you assuming my gender? Cancelled. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Why are you in the women's bathroom? Because I am a woman. Are you assuming my gender? Cancelled.
Gute Nacht. 8. Grünen. User disconnected from your channel. Next thing I'm going to talk about is, bro, can you record properly? So the next thing I'm going to talk about is, bro, can you record properly? Und Matze gerade wirklich jeden Smite-Fight verloren. Du bist ja gemein. Du bist ja gemein, Johannes. Den Eingang. Tomorrow. Not every bad day can become a good day. Some days are fucked and cannot be unfucked. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you, sending you a message. Listen to the universe. Go home. Save your energy. Tomorrow is another day. When you Philipp. Ich bin zum Lachen aufgesetzt, Johannes. Klick mal den Link an. Was für ein Scam-Link. Scam-Links, die du permanent verschickst. Achso, ja, das ist so ein Video, der haut ihn drauf auf den Kopf und dann geht er weg. Was? Jo. Ich kenne das Video davon. So was ähnliches auf jeden Fall. Gut, gerade letzter einfach lustig ist, dass so ein Braun, so ein Schwarzbär, so ein kleinerer. Und das ist ein Kajakfahrer. Und der Kajakfahrer ist so oben. Und der Schwarzbär läuft ihn so, der so schreit ihn so an, geh weg, geh weg, geh weg. Dann sprayt er so Pfefferspray in die Richtung. Dann zerfetzt der Schwarzbär sein Kajak. Smart Boy. What you gonna do? What you gonna do when they come? Alter, das muss schon geil sein, oder? Was für so ein Schwarzbär ein Kajak macht, oder was? Nee, das. Einfach eine Stadt. Es gibt keinen Schnee mehr. Schnee ist einfach ausverkauft. Ja, und so Leute wie du sind dafür verantwortlich, ne? Du takes jetzt mal responsibility. Ich bin Allgäuer. Ich habe auf dem Land gewohnt. Der Bauernhof. Bestimmt, du hast auch einen Bauernhof gehabt, ne? Deine Eltern. Oder deine Ureltern. Ja. Großeltern. Ja, meine Gott. Hast du gesehen heute die iranische Frau im Bouldern? Ja, auch die Klettererin hat ja, die haben jetzt alle diese Hijab Das ist das. abgezogen. Ja. Oder haben die was anderes gemacht? Nee, das ist das. Ja. Keine Ahnung, und das geht ja richtig ab. Also die haben ganze Schulen einfach überrannt und alle erschossen, ne? Wer? Was? Die iranische Polizei, die haben es ja nicht unter Kontrolle gekriegt und dann haben sie angefangen, so, haben sie 2, 3 so Schulen, also mehr schon Universitäten, haben sie einfach alle erschossen.
Sind die behindert? Dann haben sie ja ihr Todesurteil unterschrieben. Ja gut, kriegt halt wenig mit, ist ja auch nur sehr schwer jetzt an die Dinge gekommen. Man sieht ja auch nur die Videos, wo sie eben die So hat, Schüler. so hat die Revolution in der Ukraine angefangen, ne? So ähnlich. Da hat Polizei auf protestierende Studenten geschossen. Und dann war das ganze Land auf einmal dagegen. Schade war's. Halt schwierig einzuschätzen von außen, wie stark da der religiöse Support noch ist, wenn der noch stark genug ist. Wird es halt richtig böse enden. Dann haben wir die zweiten Taliban. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, Alter, seine eigenen Kinder über den Haufen zu schießen, Alter. Ach, Matze. Jetzt kann ich gehen ins Bett, ey. Was Gute Nacht. darüber, dass ich alt, verletzlich, vergesslich, inkompetent. Ich habe auch keine Lust, ins Bett zu gehen. Und den ganzen Tag, guck mal, wie useless war dieser Tag, bitte. Johannes, wie machst du das? Machst du das seit 20 Jahren? Magst du das nicht, wie useless dieser Tag ist? Ja, letzte Woche hatte ich da hatte ich auch so einen Tag, wo ich einfach den ganzen Tag gar nichts gemacht habe, trotzdem gestresst war. Und du denkst dir so, wofür das alles eigentlich? Ja, komplett wasted day. 7 aufgestanden, dann bin ich aber nochmal eingenickt, dann habe ich direkt die Bahn verpasst. Dann konnte ich erst um 8:18 Uhr losfahren. Kam ich irgendwann um fucking 18 Uhr nach Hause. Eine Stunde traurig in der Gegend rumgeguckt und überlegt, was ich mir zu essen mache. Und dann ist jetzt der Tag schon wieder vorbei. Ich habe nichts gemacht.
Ach, das hört sich morgen. Gehst ins Bett, oder was? Ich glaube, du hast dein Headset kacke eingestellt. Ich glaube, man hört ihn nicht mehr richtig. Glaube ich auch. Und weißt du, wer daran schuld ist? Das jammernde Etwas auf der anderen Seite. Was geht's? Jetzt werde ich mir müde. Gute Nacht. Gute Nacht. User disconnected from your channel. Disconnected. When the wrong people keep coming after you, the common denominator is you. Of course, the basic idea behind the pickup artist asshole aesthetic is that supposedly girls like assholes and reject nice guys. And it's all based on one big misunderstanding from high school, which I will now explain and clear up as promised. Women like the asshole and reject the nice guy is Manosphere 101, the alpha and omega of every pickup artist, MGTOW, Red Pillar and so on. And it's based on a complete misinterpretation. Men usually experience the nice guy asshole dynamic in high school when the hormones start kicking in and sexuality is suddenly on the table. But in those teenage years, everyone is still figuring stuff out and have zero experience in dating or relationships. At that point, the asshole